Herzlich willkommen, mein Name ist Florian und ich werde euch heute die Vorteile und Funktionen von ViaNotify vorstellen. ViaNotify ist ein interessantes Tool, weil hier kann ich entsprechend Maschinenmeldungen einmal einsehen, also aktuell den Status betrachten, ist diese offen oder schon bereits quittiert, kann aber auch ganz viele Auswertungen machen, also zum Beispiel, was sind die häufigsten Maschinenmeldungen, was sind die längsten Maschinenmeldungen, also einfach die Zeit zwischen Auftritt und Quittierung, weil die Maschinenmeldungen sind sehr, sehr interessant. Entsprechend meistens, wenn man eine Maschinenstörung hat oder die Maschine ein Problem, kann ich hier entsprechend eine Art Ursachenanalyse machen, um herauszufinden, was sind denn die Fehlergründe oder warum hatte ich denn eine Maschinenstörung, weil in diesen Maschinenmeldungen meistens die Ursache dann entsprechend erkennbar wird. Dazu nehme ich euch einfach mal mit. Wir klicken in ViaNotify. Nun haben wir hier unsere Maschinenliste. Wir können eine oder mehrere Maschinen auswählen, wie man möchte. Ich nehme nun einfach mal zwei Maschinen, zum Beispiel die Fenstermaschine und die Hobelmaschine hier, drücke auf Weiter und lande dann hier im ersten Tab Auswertung. Im Auswertungstab ist es einfach so, ich kann hier entsprechend einmal den Zeitraum natürlich wie gewohnt ändern. Ich habe jetzt hier einen Zeitraum schon eingestellt und ich möchte für diesen Zeitraum einfach mal herausfinden, was waren die häufigsten Meldungen und vielleicht auch die längsten. Wir können hier dann entsprechend schon sehen, das sind jetzt die 10 häufigsten Meldungen, also die Meldung hier, Haube ist nicht verriegelt, ist ganze 4-mal aufgetreten und war insgesamt 3 Stunden, 21 Minuten und 4 Sekunden offen. Wir sehen auch hier oben schon direkt an den Filterungen, dass entsprechend wir mehrere Typen von Meldungen haben. Wir haben Fehlermeldungen und Informationsmeldungen. Wenn ich zum Beispiel Fehler wegselektiere, bekomme ich hier eine Informationsmeldung. Hier sehe ich jetzt, da gab es in dem Zeitraum eine einzige, Holz in der Maschine zum Beispiel. Natürlich sind die Fehlermeldungen aber die interessanteren. Das Ganze kann ich nun auch umsortieren, indem ich sage, ich möchte nun nicht die häufigste Meldung, sondern entsprechend hier oben die längste. Wenn man das dann umsortiert, hier ist es jetzt sogar die gleiche, weil die einfach häufig aufgetreten ist, aber hier die nächste, Teilelänge nicht okay, 3-mal aufgetreten, 44, das war die Meldung, die am zweitlängsten offen war und so weiter und so fort. Und hier geht es dann langsam runter. Das Ganze kann ich auch weiter unten tabellarisch betrachten, also das sieht man hier in den Meldungsdetails. Wir haben jetzt hier ja 2 Maschinen ausgewählt, hier sehe ich entsprechend den Namen der Maschine, Seriennummer, Auftrittshäufigkeit, natürlich auch absteigend sortiert, Dauer, Fehlercode und natürlich auch die Nachricht, also den Text, die die Maschinenmeldung entsprechend hat. Das Coole dabei ist auch, wenn ich jetzt eine spezifische Meldung nicht hier auffinde, weil sie einfach nicht in den häufigsten 10 drin steckt, kann ich hier entsprechend auch suchen. Also zum Beispiel über den Code oder den Text. Zum Beispiel gebe ich einfach hier ein Notaus und hier bekomme ich entsprechend alle Meldungen, wo Notaus aufgetaucht ist. Das haben wir hier jetzt einmal in dem Fall. Wir können auch mal nur nach Not suchen. Das sehen wir jetzt hier bei der Hobelmaschine, heißt es ein bisschen anders. Notaus wurde betätigt. Und so kann ich entsprechend hier auch Meldungen filtern, die hier nicht in diesem Ranking der häufigsten oder längsten Meldungen zu finden sind. Das nächste, wenn man dann hier sieht, was waren vielleicht die häufigsten oder längsten Meldungen, ist eigentlich mehr oder weniger der Schlüssel einer Maschinenstörung oder Ursache von häufigeren Maschinenstörungen. Man kann jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das wäre dann hier im Bereich Meldungen. Einfach in diesen Tab klicken. Und dann sieht man auch hier, der Zeitraum wird logischerweise natürlich übernommen, muss sich nichts ändern. Hier unten kann ich jetzt den Zustand der Meldungen betrachten. Also wir sehen hier einmal anstehende Meldungen, gibt es keine, da wir hier in der Vergangenheit sind und keine mehr offen sind. Nehmen wir einfach jetzt mal quittierte Meldungen. Und nun werden wir wahrscheinlich gleich Meldungen erhalten. So sieht es dann hier aus. Ich kann dann entsprechend hier schon direkt vorn mit dem ersten Wort erkennen, ob die Meldung noch offen ist oder nicht. Also quittiert bedeutet einfach abgeschlossen schon. Und ich kann jetzt hier sehen, einmal den Maschinenname und sofort auch entsprechend die Meldung, also diesen Nachrichtentext. Wenn mir das nicht reicht, dann kann ich auch hier
draufklicken und sehe dann entsprechend noch mehr Informationen. Also ich sehe auch hier nochmal, wie heißt der Nachrichtentext der Meldung. Ich kann hier sehen den Auftrittszeitpunkt, wann das quittiert wurde. Logischerweise natürlich nur, wenn es schon passiert ist. Ansonsten ist es hier leer. Ich sehe den Typ der Meldung, Fehler in dem Fall, Fehlercode und auch welcher Maschinenstatus hier vorher war. Also wir sehen hier Rüst- und Einrichtbetrieb. Das war der letzte Status, bevor die Meldung aufgetreten ist. Dann gab es die Maschinenstörung. Das ist der erste Status, der während Auftritt der Meldung entstanden ist. Und dann der nächste Status war Leerlauf. Also wir sehen hier zum Beispiel, Notaus wurde gedrückt, war dafür verantwortlich, warum es hier eine Maschinenstörung gab. Falls man mit dieser Meldung jetzt nichts anfangen kann, also zum Beispiel hier unten U-Achse, der mögliche Verstellbereich ist überschritten, Profil prüfen, kann ich auch ganz bequem Kontakt zum Weinig-Service herstellen. Das funktioniert über unser Service-Icon, hier ganz rechts dargestellt. Wenn wir auf dieses Service-Icon klicken, werden wir entsprechend direkt zum richtigen Support-Team weitergeleitet, nämlich im Bereich Support der App, im Tab Diagnose, weil es geht ja hier nicht um Ersatzteile, sondern eher um einen Fehler. Hier sehen wir jetzt auch schon, das war wie gesagt die Condurex, die ich genommen habe, das Team der Condurex. Und hier unten ist für die Serviceanfrage auch schon Text vorformuliert mit allen notwendigen Informationen, wie wann die Meldung aufgetreten ist, den Text der Meldung, Fehlercode und natürlich auch, ja, kann man hier weitere Ergänzungen machen. Also alles, was der Service, sage ich mal so, vielleicht zur Lösung des Problems oder zur Klärung der Unklarheit machen kann. Das Coole dabei, ich kann hier jetzt noch was ergänzen. Also ich schreibe jetzt das einfach mal so andeutend dazu. Ich kann auch noch Bilder hinzufügen, falls ich möchte. Dies sieht man aber auch natürlich im allgemeinen Support. Anschließend drücke ich auf Absenden und dann wird entsprechend diese Serviceanfrage direkt an das richtige Serviceteam gesendet. In dem Fall hier der Condurex. Und so haben Sie ein tolles Tool wieder zur Hand, um einmal Ursachenanalysen für Maschinenstörungen selbst zu tun. Und falls Sie auch weitere Fragen haben zu spezifischen Maschinenmeldungen, einfach Kontakt mit unserem Weinig Serviceteam aufnehmen. Vielen Dank.